Morning, my friends. Guten Morgen, meine Freunde. Are you ready for a really, really cool enemy of our souls? Bist du bereit für einen wirklich, wirklich coolen Feind unserer Seele? One that many people don't even understand it's an enemy. Einer, von dem die meisten Menschen nicht einmal wissen, dass es ein Feind ist. It's called laziness. Er heißt Faulheit. Did you know Wusstest du, that the Bible warns more about laziness than about sexual immorality? dass die Bibel mehr vor Faulheit warnt als vor sexueller Unmoral? By no means is this excusing sexual immorality, Auf keinen Fall entschuldigt dies sexuelle Unmoral. but it is clearly establishing a simple truth Aber es ist die Feststellung einer einfachen Wahrheit, that we cannot tolerate laziness. dass wir Faulheit nicht tolerieren können. You know, somebody might ask, is laziness sin? Jemand könnte fragen, ist Faulheit Sünde? Actually, I do believe it is. Ich glaube, dass es so ist. Because if you live in laziness, Wenn du in Faulheit lebst, there will be many things that God has called you to do that you will not obey. wird es viele Dinge geben, zu denen Gott dich berufen hat, aber du wirst nicht gehorchen. So that's why we have to understand what an enemy laziness is. Deswegen müssen wir verstehen, was für ein Feind Faulheit ist. Look what Paul said. Schau, was Paulus sagte. Paul said everybody who wants to live a godly life will suffer persecution. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. So if I am too lazy Wenn ich zu faul bin, to serve the Lord and be willing to suffer for his purpose and kingdom, dem Herrn zu dienen und nicht gewillt bin, für den Zweck seines Reiches zu leiden, I'm not doing what he wants me to do. mache ich nicht das, was er von mir verlangt. You know, Jesus was very clear Jesus war sehr klar, that we have to put our hands to the plow and we then can't go and look back and have a lot of excuses. dass wir die Hand an den Pflug legen müssen und dass wir dann nicht zurückschauen und viele Entschuldigungen haben können. You know, so we have to understand that if we are people who have established the habit of laziness, Wir müssen verstehen, wenn wir Menschen sind, die sich Faulheit angewöhnt haben, that is a very dangerous thing. ist das sehr gefährlich. Jesus said that we have to count the cost. Jesus sagte, dass wir die Kosten berechnen sollen. You know, many people think that Christianity is a life, you know, where like, oh, Jesus paid everything, so I don't have to do anything anymore. Viele Leute denken, dass das Christentum ein Leben ist, in dem Jesus alles bezahlt hat, sodass ich nichts mehr tun muss. That's true. There's nothing that I can do to earn anything that God has done. Es stimmt, dass ich nichts tun kann, um zu verdienen, was Gott getan hat. But think about this. Aber denk darüber nach. No matter how much Jesus paid for me at the cross, Egal, wie viel Jesus am Kreuz für mich bezahlt hat, lazy people will never get hold of what he already paid for. werden faule Leute nie das bekommen, wofür er bereits bezahlt hat. If you study the life of the Apostle Paul, Wenn du das Leben vom Apostel Paulus studierst, he was a man that lived a life of self-discipline. war er ein Mann, der ein Leben in Selbstdisziplin gelebt hat. He was a man who said, I beat my own body so that I don't preach to others and I myself don't live it. Er war ein Mann, der sagte, ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. He was a man that compared the Christian life to a soldier. Er war ein Mann, der das christliche Leben mit dem eines Soldaten verglich. Have you ever seen a lazy soldier? Hast du jemals einen faulen Soldaten gesehen? He's not going to win a war. Er wird keinen Krieg gewinnen. He also compared the Christian life to a sportsman who is disciplined to win the prize. Er verglich das christliche Leben auch mit einem Sportler, der diszipliniert ist, den Preis zu gewinnen. Look what Paul says in Colossians chapter 3 verse 23. Schau, was Paulus in Kolosser 3, 23 sagt. He says, whatever you do, do it with all of your heart as for the Lord and not unto men. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. So let me ask you a very, very, very simple question. Lass mich eine sehr, sehr, sehr einfache Frage stellen. Would you do things for Jesus himself in a very, very slack way, just the bare minimum? Würdest du für Jesus in einer unsorgfältigen und lustlosen Art und Weise Dinge tun?
Look what the Passion Translation says. Schau, was die Passion-Übersetzung sagt. It says, put your heart and soul into every activity that you do, Lege dein Herz und deine Seele in jede Aktivität, die du tust, as though you were doing it for the Lord himself and not merely for others. als würdest du sie für den Herrn selbst tun und nicht nur für andere. I mean, this doesn't sound like being lazy, but it sounds like the opposite. Das klingt nicht nach Faulheit, sondern nach dem Gegenteil. Nobody can truly live a life pleasing Jesus Niemand kann ein Leben führen, das Jesus wirklich gefällt, with an attitude of laziness. mit einer Haltung der Faulheit. So laziness becomes an enemy of the soul. Faulheit wird zu einem Feind der Seele. The lazy soul tries to find a shortcut instead of living a life of consecration to God. Die faule Seele versucht, eine Abkürzung zu finden, anstatt ein gottgeweihtes Leben zu führen. Think about this. Denk darüber nach. Many times, as we serve Jesus, Oft, wenn wir Jesus dienen, we are very tempted to just find the shortcut, find the easy way out. sind wir sehr versucht, die Abkürzung zu finden, den einfachsten, leichtesten Weg. And we don't even understand by doing that, we miss what God already has prepared for us. Und wir verstehen nicht einmal, dass indem wir dies tun, wir verpassen, was Gott für uns vorbereitet hat. For me, it is very clear. Für mich ist es sehr klar. Laziness not only displeases the Lord, but it doesn't express his heart. Faulheit missfällt nicht nur dem Herrn, sondern sie drückt auch nicht sein Herz aus. I really believe Ich glaube wirklich, that if Christians would understand that laziness is an enemy of the soul, wenn Christen verstehen würden, dass Faulheit ein Feind der Seele ist, they would be employees who are so incredibly good wären sie Angestellte, die so unglaublich gut wären, that they would have the best jobs. dass sie die besten Arbeitsplätze hätten. Every single company in this world Jede einzelne Firma in dieser Welt should really have this attitude. sollte wirklich diese Haltung haben. Man, if I can hire a Christian or a non-Christian, I will hire Christians. Wenn ich einen Christen oder Nicht-Christen einstellen kann, dann will ich einen Christen einstellen. Because I know they don't work like they work for me, but they like the work for the Jesus who conquered their heart. Denn ich weiß, dass sie nicht arbeiten, als würden sie es für mich tun, sondern sie arbeiten für Jesus, der ihre Herzen erobert hat. They work hard and work with a good attitude. Sie arbeiten hart und mit einer guten Haltung. But unfortunately, that's not how the world is today. Leider schaut es heutzutage in der Welt nicht so aus. Oh, how it would be wonderful if Christians would have that reputation. Doch wie wunderbar wäre es, wenn Christen diesen Ruf hätten. Tomorrow we continue. Morgen fahren wir weiter.